Wir sind in Niedersachsen unterwegs und zwar auf der Anfahrt zu einem Stellplatz in Müden an der Aller. Das ist östlich von Hannover. Dieser Stellplatz hat eine Besonderheit, er hat eine Eventhalle und darüber möchte ich, und nicht nur darüber, sondern auch über den Stellplatz möchte ich berichten. Herzlich willkommen dazu. Wir durchfahren jetzt den kleinen Ort Müden. Er hat ca. 5500 Einwohner und liegt an dem Fluss Aller. Zur Orientierung, wir haben im Norden Celle, im Westen Hannover und im Süden Braunschweig. Und in der Mitte so ein bisschen drin liegt dann Müden an der Aller. Uns interessiert dieser Stellplatz auch deshalb, dort kann man Treffen veranstalten. Und solche Plätze suchen wir immer. Und deshalb wollen wir uns diesen Platz jetzt mal anschauen. Der Stellplatz liegt außerhalb von Müden, er liegt in einem Gewerbegebiet. Wir hatten schon vorab Kontakt zum Betreiber, haben uns so ein bisschen auch vorinformiert und somit sind wir jetzt auch angemeldet, wenn wir hier ankommen. Jetzt haben wir den Platz gleich erreicht, hier links sehen wir die Hecke und den Zaun, dort hinter liegt der Stellplatz. Wir haben Mitte August, es ist ein Mittwoch und es ist etwa Mittagszeit, wo wir hier auf diesem Stellplatz ankommen. Das rote Gebäude hier rechts, das ist die Veranstaltungshalle, ein Teil jedenfalls davon. Was wir hier sehen, das werden wir später nochmal komplett alles auch von innen sehen. Wir haben kurz mit dem Inhaber vom Stellplatz gesprochen und der hat gesagt, wir können uns einen Platz aussuchen und uns hinstellen, wo wir wollen. Die Stellplätze sind recht großzügig, also auch in der Breite, ich schätze mal 6,50 Meter in der Breite und auch Fahrzeuge bis zu einer Länge von 12 Metern können hier stehen. Wie man sieht, ist das Rasenfläche hier, ist aber recht fest. Mit Festfahren, glaube ich, gibt es hier keine Probleme. Nachdem wir uns eingerichtet hatten hier auf dem Platz, hat uns André, er ist der Inhaber hier vom Platz, besucht. Und dann haben wir abgesprochen, dass wir gemeinsam über diesen Platz hier ein Video erstellen. Und dass die beiden, André mit seiner Frau, diesen Platz uns komplett erklären. Aber bevor wir damit loslegen, ich habe hier noch zwei Camper kennengelernt, die sehr kontaktfreudig sind, die auch häufiger hier schon auf dem Platz sind. Die habe ich zum Thema hier zum Stellplatz befragt. Und da hören wir jetzt rein. Ja, hallo ihr beiden, stellt euch mal eben kurz vor. Ja, hallo, ich bin Leonore und mein Mann Uli. Ja, ihr beiden seid schon häufiger hier auf dem Stellplatz gewesen. Ja, und wir kommen regelmäßig zwischendurch immer wieder her. Ja, und warum? Es gefällt uns hier, wir fühlen uns aufgehoben. Wir finden ein nettes Betreiber-Ehepaar vor, die gut strukturiert sind, immer gut gelaunt. Ja, und das ist eine schöne Ebene. Ja, jetzt frage ich mal den Mann. Hier finden ja Veranstaltungen statt. Wart ihr schon mal hier bei einer Veranstaltung, als hier was los war? Ja, zweimal Silvester, ja. Oktoberfest, Bosel und wollen wir das von uns auch? Nö. Oktoberfest sind wir auch wieder hier. Oktober sind wir wieder hier, Silvester auch wieder hier. Schön. Und wie ist es? Kriegt man dann nachts Ruhe oder? Hier ist absolut ruhig. Ja, okay, weil ja da hinten die Veranstaltungshalle ist, da hätte ich ja so Bedenken, da ist dann irgendwo... Nein, die Tür geht ja nach hinten raus. Ja, genau. Und hier ist alles ruhig. Alles ruhig, ja. Macht auch viel Spaß hier, ist sehr schön. Ja. Nette Leute, ja. Wie das so ist unter Wohnmobilfahrern. Ja. Und... Gibt nichts zu meckern. Gibt nichts zu meckern. Gibt nichts zu meckern, nein. Wunderbar. Ja, dann danke ich euch beiden für eure Ausführungen. Ja, gerne. Wünsche euch weiterhin viel Spaß hier auf dem Platz. Und vielleicht treffen wir uns irgendwo mal wieder. Das wäre schön. Dann einen schönen Tag noch. Okay, danke schön. Ja, bitte. Tschüss. Ich stehe hier auf einem Stellplatz in Müden, Müden an der Aller. Und hier neben mir stehen die Betreiber vom Platz. Und da gehe ich jetzt mal hin und die beiden stellen sich dann mal vor. Hallo ihr beiden. Ja. Du bist die... Claudia. Hallo Claudia. Ich bin der André. André, ihr betreibt hier seit wann diesen Stellplatz? Wir haben aufgemacht 21 und ja, wir haben so einen speziellen Stellplatz. Also wir machen Veranstaltungen für Wohnmobilisten, Gruppentreffen und da hat sich das so ergeben. Da wir auch eine Veranstaltungshalle haben, haben wir so eine Kombination zwischen Stellplatz und Veranstaltung.
Ja, schön. Das gucken wir uns später nochmal im alles an. Jetzt aber noch mal ein bisschen Fragen ein paar Fragen zum Stellplatz hier. Ich weiß nicht, Claudia, vielleicht kannst du die auch beantworten. Welche Größe von Wohnmobilen passen denn hier hin? Bis 12 Meter. Bis 12 Meter. Ne? Ja. Ja. Und die Breite der Plätze, wisst ihr die auch? Die sind bei uns relativ breit. Ich würde sagen, jetzt muss ich ja mal schätzen, ich habe ja nie nachgemessen, aber so 6 bis 7 Meter, kommt das hin? Ja, So das würde ich auch so sagen. Werde ich immer wieder gefragt, weil ja einige bringen Anhänger mit oder so und fragen, kann man den noch daneben stellen? Und dann ist immer ganz schön, wenn der Platz ein bisschen breiter ist. Ist auch kein Problem, wir haben ja die Plätze hier gegenüber, da kann man den Anhänger sogar angehängt lassen. Und Ja. wenn nicht, haben wir noch einen extra Parkplatz für PKWs und Anhänger, Ja. wo es auch abgestellt werden kann. Ja. Jetzt zur Infrastruktur, sag ich mal, was ist mit Entsorgung, Versorgung, Strom? Ja, wir haben eine tolle Entsorgungsstation. Ja, Strom ist am Platz. ja. Dort auf den Schotterparkplätzen können wir Strom rauslegen bei Bedarf. Ja. Und hier hat jeder Platz, ne? Ja, Jeder Genau. Stromplatz. Hier hinten auf dem Platz haben wir 16 Stromsäulen oder 16 Anschlüsse. Und wenn wir Veranstaltungen haben, dann können wir auf dem Platz auch noch beliebig rauslegen mit separaten Zähler, auch Ja. kein Problem. Frischwasser Ja. ist gegenüber von der Entsorgungsstation auch so, dass man für 10 Cent, 20 Cent bis Euro, 2 Euro, dass man auch kleine Frischwassermengen zapfen kann. Genau, jetzt sind wir beim Preis. Die Stellplatzgebühr ist wie hoch? 15 € die Nacht. Ja. Also da ist alles inklusive, außer jetzt Frischwasser. Es ist alles inklusive. Strom ist natürlich mit Münzen und in den 15 Euro ist halt alles mit drin. Ob Hund, ob WLAN, Genau. Entsorgung, alles Ja, mit drin. ja. Ja. Okay, Toiletten, Duschen? Duschen haben wir nicht, Toiletten haben wir auf dem Saal, die machen wir aber nur auf zu Veranstaltungen. Also wenn wir eine Veranstaltung haben oder wenn vorne das Café, die Kneipe offen ist, dann haben wir auch die Toiletten offen. Okay, ja, jetzt ist es so mit der Veranstaltung, ich habe mir das schon mal angesehen, wir werden da gleich nochmal genauer hinschauen. Ja, kommt bei mir der Gedanke auf, ja, jetzt ist hier eine Veranstaltung, es ist vielleicht laut. Wie ist es, wenn ich jetzt nicht an einer Veranstaltung teilnehme und stehe hier auf dem Stellplatz? Muss ich damit rechnen, dass ich die ganze Nacht keinen Schlaf kriege? Nein, also überwiegend machen wir nur noch Veranstaltungen für Wohnmobilisten. Können wir später nochmal drauf eingehen. Wenn wir jetzt, wie dieses Wochenende, haben wir zum Beispiel die Halle vermietet, da haben wir einen 60. Geburtstag, hier hinten hört man nichts. Also die Halle ist wirklich so gut abgedämmt und die PKWs von den Gästen, die fahren dann vorne rein. Also hier hinten steht man ruhig, hier bekommt man nichts mit. Okay, das heißt also alles rund die Sache. Man hat ja also keine Probleme dann, wenn hier auch Veranstaltungen sind. Und ihr macht aber oder habt feste Termine an Veranstaltungen übers gesamte Jahr. Ja, die haben wir geplant. Die stehen auch auf unserer Internetseite. Soll ich darauf eingehen, ein bisschen auf die Ja, bitte, Veranstaltung? ja. Wir haben also jetzt dieses Jahr haben wir noch die beiden Oktoberfeste. Wir haben einen Workshop im Oktober von den Clue-Freunden. Unsere Silvesterfeier, ein Adventstreffen, wo sich auch jeder zu anmelden kann. Das sind so Veranstaltungen, wo sich jeder anmelden kann, also jeder Wohnmobilist. Und wir haben auch Treffen, die organisiert werden von Clubs, von Reisemobilclubs, von das Knaus-Treffen ist im nächsten Jahr auch wieder, die waren schon öfter hier, ein Alleinfahrertreffen, ein Liner-Treffen, wo die ganz großen Wohnmobile kommen und. Also da gibt es so viel verschiedene Gruppen und die wir selber gar nicht kannten, ne? Wo man sagen muss, kreativ auf Rädern, das war eine Damenrunde, die haben hier am Wochenende Handarbeit gemacht und gestrickt und fand ich ganz gut, also war schön. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen was erfahren hier zum Umfeld. Wie sieht es da aus? Wenn ich jetzt hier komme, dann will ich ja nicht nur den ganzen Tag hier vielleicht auf dem Platz bleiben, sondern will mich auch ein bisschen noch bewegen. Was habe ich da für Möglichkeiten? Also für die Leute, die die Ruhe suchen, da sind sie hier, glaube ich, richtig. Wir haben Fahrradweg nach Celle, also man kann mit dem Fahrrad nach Celle fahren. Wienhausen ist sehr schön. Und natürlich das Fahrrad oder der Fahrradweg nach Gifhorn. Mühlenmuseum geht auch komplett durch den Wald. VW Autostadt ist vielleicht ein bisschen weit, aber man kann sich hier auch einen Mietwagen bei uns mieten. Also die Möglichkeit hat man auch. Ja, wir sind ja nicht weit weg hier von der Aller. Und also es gibt ja diesen Aller-Radweg, heißt der, glaube ich. Ist das richtig? Den gibt es auch, ja. Ja, den genau. gibt es auch. Man sieht zwar wenig von der Aller, wo ich immer sagen muss, aber manchmal kommt man doch öfter dran vorbei. Aber es gibt auch noch so ein paar Radwege, die auch direkt an der Aller lang gehen, aber das müssen wir den Leuten dann immer, sage ich mal, erklären. Ja.
Okay, dann wollen wir es mal erst bis hierhin gut sein lassen. Und jetzt gehen wir mal über den Platz. Es gibt ja einige Besonderheiten, die nicht jeder Platz hat. Die wollen wir uns jetzt mal hier anschauen. Machen wir. Okay. Ja, wer von euch beiden möchte da was zu sagen? Du, Claudia, vielleicht mal? Ja. Also erzähl uns, was ist das hier? Das ist unsere Grillkota. Die haben wir 2022. Haben wir die bauen lassen, haben auch mitgeholfen. Und das ist unser Herzstück. Ja. Also bei schlechtem Wetter ist ein Grill drin, heizt schön hoch, Ja. man kann schön grillen und Platz für 14 Personen. Oh ja, ja, dann gucken wir doch mal rein. Aha, ja. Also in der Mitte hier, das ist ein Grill. Also hier kann richtig mit offenem Feuer gegrillt werden. Ja. Genau. Holz. Mit Holz. Und das stellt ihr hier zur Verfügung, beziehungsweise die Kohle steht da, sehe ich Ja, gerade. ja. Ja. Und dann kann man hier, also habt ihr gerade gesagt, 14 Personen haben hier Platz? 14 passen, dann ist es schon ein bisschen kuschelig. Ja. Also, aber 14 gehen rein. Gehen rein, okay. Ja gut, da kann man sich was zu trinken mitbringen und dann kann man hier gemütlich beieinander sitzen. Genau. Oder nur am Feuer sitzen. Ja. Licht ist drin, Strom ist drin, Lautsprecher, man kann sich hier selber mit Bluetooth einwählen, wer noch ein bisschen Musik hören möchte. Ja, okay. Ja, und dann sitzen sie hier Winter über oft drin oder kleine Gruppen, die sich mal treffen über ein Wochenende. Ja. Man zahlt dann hier einen kleinen Obolus, Ein Obolus, genau. den an die Platzleitung, hätte ich mal gesagt. Genau. Ja, und dann kann man das Ganze nutzen. Ne, wunderbar, ja. Gut, dann schauen wir mal weiter, was noch gibt hier. So, jetzt bleibt gleich mal, also du filmst uns so mit, ja. Wir bleiben da gleich mal stehen und dann müssen wir mal gucken, dass wir so ein bisschen. Jetzt sind wir wo hier bei euch? Wir sagen Biergarten dazu. Ja. Also es ist eine überdachte Fläche, Ja. die Wohnmobilisten auch nutzen können bei schlechtem Wetter. Ich sag mal, wenn man herkommt, man möchte sich vielleicht auch mit Freunden treffen, kann man sich hier untersetzen, das ist auch im Preis mit drin. Man kann hier grillen, man hat die Möglichkeit, wir haben auch Workshops schon gehabt, wir haben einen Beamer, eine Leinwand, auch hier kann man sich einloggen, Musik hören oder vielleicht sich mit einer Gruppe treffen bei schlechtem Wetter und da stellen wir das hier auch mit zur Verfügung. Ja, also hier kann man auch so richtig auch eine kleine Party machen, denke ich. Ja. Ne, dann ist ausreichend Platz da, können auch einige Leute hier sitzen. Oder auch stehen, wie auch immer. Kleiner Tresen ist da, habe ich Tresen gesehen. ist da, Kühlschränke sind das kann man alles kostenlos nutzen. Das ist mit drin, genau. Ja, okay. Schöne Sache. Ja, jetzt gehen wir weiter zum nächsten. Ja. Ja, jetzt stehen wir vor der Veranstaltungshalle, dem Eingang, muss man sagen. Was ist das genau? Das ist eine Eventhalle. Eine Eventhalle. Genau. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwer zu erklären, weil das hatten wir schon gesagt, viele Wohnmobilisten denken, oh Mensch, Veranstaltungshalle, da haben wir keine Ruhe. Also die meisten haben Ruhe. Wir machen ja, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, überwiegend Veranstaltungen für Wohnmobilisten. So hat sich das ergeben. Früher haben wir viel mehr gemacht, also auch Partys, größere Veranstaltungen, Konzerte. Und wir haben uns jetzt aber, ich sag mal, auf das etwas gesetztere Publikum oder ältere Publikum, sage ich ja immer, überwiegend auf Wohnmobilisten eingeschossen. Ja. Und die veranstalten hier wirklich alles. Also selbst irgendwelche Seminare. Im nächsten Jahr ist der Reisemobilverband, Jahreshauptversammlung hier. Ja, also querbeet, alles. Gut, das kann man also auch mieten, diese Räumlichkeiten, oder wie verstehe ich das? Ja, die Räumlichkeiten kann man mieten. Oder wir veranstalten es natürlich selber, machen selber die Gastronomie mit Essen, wie bei unseren Veranstaltungen, die wir auf unserer Internetseite haben. Gut, dürfen wir mal reingucken? Na klar. Gehen wir mal rein. Kommt mit. Ja, das ist das Entree, oder wie nennt man das? Also der Eingang zur... Der Eingangsbereich, Ja. genau. Einfach hier ist unser Oldie Pub, sagen wir dazu, oder unser Café. Können wir auch mal reingehen. Wenn wir kleine Gruppen haben, bis 30 Leute. Ja. Die passen hier gut rein. Und in den Nebenraum haben wir auch noch Sitzmöglichkeiten, die wir aufbauen können. So 30 bis 40 Leute. Also das wäre ja auch schon mal eine Möglichkeit, wenn ich jetzt keine Riesengruppe habe, wenn ich jetzt einen Geburtstag feiern will oder irgendeine kleine Party da machen will, Genau. dann kann ich hier diesen Raum dafür nutzen oder ihr nutzt den. Das heißt, ihr stellt hier auch Personal, oder das ist ja Voraussetzung hier, dass man dass ihr das selber betreibt hier. Genau.
Ja, ja, okay. Wir haben natürlich am Wochenende, wir haben mal gesagt, wenn der Platz halbwegs voll ist, dann machen wir die Kneipe nach Absprache auch auf. Ja. Und dann sitzen die Wohnmobilisten hier, trinken mal ein Bier, kommen ins Gespräch und so haben wir auch schon viele nette Menschen kennengelernt. Schön. Ja. Ja, das sieht ja schon mal toll aus hier. Das ist also jetzt eure Veranstaltungshalle. Das ist unsere Veranstaltungshalle, genau. Ja, genau. Und wie viele Personen bekommt ihr hier unter? Also, unsere Veranstaltung machen wir nur noch bis 80 Leute. Also wenn wir auf dem Platz 40 Wohnmobil haben, also wir haben Platz für 40 Autos, dann hören wir auf. Und dann sagen wir, dann haben wir 80 Leute auf dem Saal. Dann sind die Gruppen nicht ganz so groß, was wir persönlich auch schöner finden. Die Leute lernen sich besser kennen, als wenn man jetzt Veranstaltungen macht, wo vielleicht 200, 300 Leute sind. Ja. Und deswegen haben wir mal gesagt, 80 Leute, alles gut, das sind 40 Wohnmobile. Ja. Wenn es mal 1, 2 mehr sind, kriegen wir auch hin. Oder wenn sich vielleicht noch Leute anmelden, die kein Wohnmobil haben, können die auch gern tun. Aber bei 80 Leuten hören wir auf. Gut. So viel zur Eventhalle. Jetzt aber nochmal zu den beiden. Sie sind auch Camper, sie fahren auch ein Wohnmobil, ein etwas älteres. Und da hören wir mal, was sie dazu sagen können. Ja, jetzt stehen wir hier vor eurem Wohnmobil. Sag mal was dazu. Ja, das war, Freunde von uns haben das gleiche Wohnmobil. Und da sind wir da ein bisschen drauf gekommen. Und das sind die Clue-Freunde. Und ja, dann hat der Frank und Martin, die haben mir da viel bei geholfen. Dann haben wir dieses Auto geholt, aus Österreich ersteigert. Und wir sind da sehr zufrieden mit und freuen uns. Ist schon ein bisschen älteres Modell, würde ich mal sagen. Ja, es ist ein Baujahr 99. Ja. Ist ein Clue-Trend. Und, aber wir finden das Auto toll. Ja. Und habt ihr auch mal Zeit, fahrt ihr auch mal beide damit los? Ja, dieses Jahr waren wir schon 3,5 Wochen weg. Und wenn das jetzt im September klappt, dann wollen wir auch noch mal weg. Ja, schön. Ja, wünsche Ihnen gute Reise mal damit. Danke. Jetzt stehen wir hier vor eurem Büro. Information, Anmeldung, sag ich mal so. Ja. Jetzt komme ich hier bei euch an und jetzt ist keiner da. Was ist dann? Ja, da auf dem Schild ist eine Handynummer, die können Sie an. Oder hier haben wir unseren Zettelkasten, einfach einen Zettel rausnehmen, ausfüllen, mit 15 € im Briefkasten stecken. Ganz locker. Ganz locker. Ja, jetzt kann ich mich dann auch einfach irgendwo einen Platz kann ich nutzen oder mich hinstellen. Ja. Da gibt es keine Probleme. Ja. Aber wenn wir Events haben, dann muss man gucken. Okay. Jetzt ist es so, ihr seid, glaube ich, ziemlich viel Zeit hier auf dem Platz. Ja. Ja, und das heißt also, es gibt keine festen Bürozeiten? Genau. Also, wir sind 80% im Jahr hier, würde ich jetzt mal behaupten. Und eigentlich man trifft immer jemanden von uns hier. Ja. So, das heißt also, es hat 2 Möglichkeiten. Entweder seid ihr da, dann meldet man sich hier bei euch im Büro an. Oder man kann dann einfach einen Zettel nehmen, füllt den aus, 15 € und wirft den in den Briefkasten. Und dann ist die ganze Sache erledigt. Ja. Wunderbar. Ja, ich glaube, das war es im Großen und Ganzen, was wir hier von dem Platz erzählen wollten und zeigen wollten. Ich sage Dankeschön an euch beiden, wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Stellplatz. Danke. Ich glaube, für viele interessant, wenn man hier mal ein Treffen veranstalten will, dann hat man hier viele Möglichkeiten. Und ja, alles Gute euch und wie ich immer sage, bye bye, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke.